Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge. Was für ein beschissenes Wetter, wo bleibt endlich der Frühling? Ja, wie erwähnt, das Wetter ist immer noch beschissen. Wir haben Mitte März und es will einfach nicht Frühling werden. Deswegen haben wir jetzt einfach gesagt, wir schauen mal beim Alex seinen Eltern vorbei. Die haben auch ein kleines Stückchen Rasen und den schauen wir uns heute mal an. Wir machen eine pH-Wertmessung und schauen einfach mal, mit was für Probleme hier zu kämpfen sind. Wir haben etwas Moos, sehr viel Schattenbereich und wir haben das ein oder andere Unkräutchen drin, ist aber nichts Schlimmes und ich würde einfach sagen, kommt mit, wir schauen uns einfach mal den Rasen an. Sonne kommt hoffentlich gleich raus, das Licht wird besser und ich hoffe auch das Bild. Ihr seht hier ein Robi. Eine Robi-Station ist natürlich noch nicht aufgebaut. Wie gesagt, wir haben schlechtes Wetter. Bedeutet, wir haben hier einen Rasen, der mit einem Mähroboter gemäht wird. Und ich muss echt sagen, für das, dass wir eigentlich jetzt noch Winter haben, sieht der Rasen echt relativ gut aus. Er sieht nicht perfekt aus, aber er sieht echt sehr schön aus. Wir haben ja hier geschätzt, was haben wir hier? 50 Quadratmeter, vielleicht 60 Quadratmeter. Der Rasen bzw. die Fläche besteht aus zwei Flächen. Wir haben hier einmal ca. 50, 60 Quadratmeter und dann Treppen runter haben wir dann nochmals ca. 40 Quadratmeter. Und da würde ich einfach sagen, schauen wir auch mal an. Die Fläche unten, die wird auch von einem Roboter gemäht, allerdings vom gleichen. Das bedeutet, er trägt tatsächlich den Gardena von hier alle 2, 3, 5 Tage runter, die 20 Stufen runter und da lässt er dann auch mähen. Wäre mir jetzt so umständlich, aber schreibt es mal in die Kommentare, ob ihr es auch so macht. Denn da kommen jetzt auch bald neue Roboter raus, die zwar keine Treppen steigen können, aber in andere Mähzonen fahren können. Und jetzt schauen wir noch die Fläche unten an und dann gehen wir mal auf die Problemstellen ein. So, gehen wir auf die untere Fläche. Bevor ich es vergesse, hat er richtig gut gelöst. Hier geht das Kabel vom Gardena von oben, geht hier runter und geht unterirdisch rüber und geht auf diese Fläche hier. Das ist jetzt die untere Fläche, die dann auch von dem Gardena gemäht wird. Der Rasen hier, muss ich sagen, sieht wirklich verhältnismäßig sehr gut aus, weil wir haben hier relativ viel Schatten. Er hat kein Schattengras verwendet. Er verwendet hier den Rasana Top, den wir auch empfehlen, mit einem relativ hohen Festuca-Anteil, die dann auch ja, jetzt nicht so viel Pflege braucht. Und was es ausmacht, ob ein Rasen gepflegt wird oder nicht, ich will jetzt hier nicht so laut rumbrüllen, hier wird der Rasen relativ gut gepflegt, auch mit dem Herbstdünger ist nochmal gedüngt worden. Und jetzt gehen wir mal ein bisschen darüber, da seht ihr mal im Nachbar seinen Rasen, der mehr oder weniger gut gepflegt wird und da ist ordentlich Moos drin. Ja, das Thema Moos, wie gesagt, wir sind hier auf der Schattenseite und hier sieht man auch, hier ist ganz klar die Grenze, wo dann auch, hier wird noch mit Mähroboter gemäht und hier ist richtig viel Moos. Ist gar nicht so schlecht, ist bald Ostern. Meine Kinder brauchen auch wieder ein Osternest. Da kann man hier dann schön Moos rauszupfen. Nein, Spaß. Also auf jeden Fall, man merkt schon ganz klar, man sieht auch hier, ist das Gras deutlich grüner. Kann natürlich sein, ist eine andere Grasart, eine andere Grassorte, aber hier ist schon deutlich mehr Moos drin. Der Rasen wird hier einfach weniger gepflegt. Und das ist aber trotzdem ein Problem. Wir sind hier im Schattenbereich, hier ist eine Thuja-Hecke und auch Alex, seine Eltern, haben mit Moos zu kämpfen und aus dem Grund machen wir einfach mal einen pH-Wert-Test. So, bevor wir loslegen und einfach wie wild überall den pH-Wert messen und uns einfach eine Zahl angezeigt wird und wir gar nicht wissen, ob der pH-Wert jetzt gut oder schlecht ist, müssen wir erstmal wissen, um was für eine Art Boden handelt es sich. Haben wir einen sandigen Boden oder haben wir eher einen lehmigen und schweren Boden? Weil beim sandigen und leichten Boden
kann der pH-Wert etwas weniger sein, beziehungsweise er sollte weniger sein. So ganz grob 5,5 ist okay, 5,8 ist auch noch okay. Und wenn ich einen schweren Boden habe, dann soll der eher zwischen 6,2 und allerhöchstens 6,8 sein. Ist auch 6 okay, aber wenn er bei 7 ist, dann sollte man schon auch dementsprechend Gegenmaßnahmen einleiten. Ja, wie schaue ich mir den Boden an? Ich kann im Prinzip einfach mal was ausstechen aus dem Boden. Ich nehme einen Spaten, steche das Ganze aus und schaue mir einfach mal den Boden an. Oder ich habe jetzt hier meinen Rasenspecht mitgebracht mit einem Spoon. Da mache ich relativ wenig kaputt. Ich gehe jetzt einfach mal her und steche da mal rein. Das war jetzt genau ein Stein, das war jetzt super. Dann gehen wir hier noch rein und drücken das Ganze einfach mal durch. Ich will jetzt nicht erifizieren, ich will einfach den Boden anschauen. So, da kommen die Würste schon raus. Und wie ihr seht, haben wir hier einen extrem lehmigen Boden. War auch nicht anders zu erwarten. Ich merke schon, wenn ich drüber laufe, dass wir hier wirklich einen sehr matschigen Boden haben. Auch hier, gut, da war jetzt der Stein drin, aber auch hier in dem Bereich, man kann richtig schön das Ding zusammendrücken. Also, die Erde ist relativ wenig Sand mit drin. Das heißt, wir haben hier einen schweren, lehmigen Boden und dadurch kann der pH-Wert auch etwas höher sein. Den messen wir jetzt und wie gesagt, wir messen den pH-Wert. Wir haben jetzt einmal ein Gerät, das verlinken wir euch auch unten in der Videobeschreibung. Habe ich, glaube ich, bei Amazon gekauft. Kostet ein paar Euro, glaube ich 20, 25 Euro. Ich finde es gar nicht schlecht. Es ist okay, dass man mal einen Richtwert bekommt. Und zwar schaltet man den ein. Das ist auch noch eine Temperatur, also es ist auch ein Temperaturmesser. Da kann man dann auch schauen, wie die Bodentemperatur ist. Aktuell ist es, glaube ich, um die 4, 5 Grad. Es ist einfach saukalt. Wir messen das Ganze jetzt einfach mal hier in dem Bereich. Der wird einfach mal reingestochen. Er braucht etwas und der Boden pH-Wert, der fängt schon an zu sinken. Wir sind aktuell bei 6,5. Der braucht immer etwas, bis es sich einpendelt, so circa 30 Sekunden. Und ich denke, er wird auf so 5,5 oder so noch fallen. Ja, bleibt bei 6. Also er wäre so an der Grenze für den lehmigen Boden. Es ist okay. Laut dem Gerät ist es jetzt okay. 6, vielleicht hat er auf 5,5. Schauen wir mal, ob er noch fällt. Und hier haben wir noch ein zweites Gerät. Da haben wir auch verlinken wir euch auch unten in der Videobeschreibung. Wir haben beide Geräte auch schon mal ausführlich getestet. Findet ihr hier oben, verlinken wir euch die Videos dazu. Ja, dieses Gerät, das ist ein, ich nenne es jetzt mal ein etwas professionelleres Gerät, kostet aber auch deutlich mehr, das ist echt teuer und das ist auch mega empfindlich und passt da auch bitte auf. Ich habe da auch schon mal eins geschrottet, weil das Teil, das hat eine Glasspitze und das misst über eine spezielle Flüssigkeit auch, also hier ist eine Flüssigkeit drin, eine Neutralflüssigkeit und das Ding ist eine Glasspitze, wo dann hier das Ganze gemessen wird. Ja, da kann ich jetzt, da es Glas ist, kann ich natürlich nicht einfach irgendwo reinstechen. Wenn da ein Stein kommt, ist die Glasspitze sofort kaputt. Das ist wirklich mega empfindlich. Deswegen empfehle ich hier immer ganz klar mit dem Schraubenzieher vorstechen oder da, wo wir jetzt auch mit dem Rasenspecht ein Loch reingestochen haben, da testen wir das Ganze jetzt. So, dann ganz vorsichtig hier rein. Nicht zu weit, wenn zu viel Widerstand kommt, einfach aufhören. Und wir sehen hier, dass der pH-Wert, er fängt an zu messen. Wir haben hier einen pH-Wert von 7,5. So pendelt das sich ein bei 7,5. Das Gerät ist schneller. Also der pH-Wert ist eigentlich fast schon zu hoch. Messen wir hier nochmal in diesem Loch. Schauen wir mal, was er da anzeigt. Und auch hier zeigt er 7,3, 7,4 an. Das ist okay. Jetzt reinigen wir das Gerät auch nochmal. Und zwar beim Reinigen, beim Abspülen bitte destilliertes Wasser nehmen und das ordentlich abputzen, damit hier die eine Bodenprobe nicht von der anderen beeinflusst wird. So, messen wir nochmal, um wirklich sicher zu gehen, hier in diesem Bereich noch. Auch hier sind wir bei 7,2. Das heißt, der pH-Wert ist zu hoch, meiner Meinung nach, obwohl wir Moos haben.
Also es heißt, der pH-Wert ist kein Indiz für den Moos oder für das Moos. Das bedeutet, es liegt an was anderem. Sonne, es kommt die Sonne raus. Wenigstens ein bisschen Temperatur. Es ist echt mega kalt heute. Jetzt auch noch durch das Wasser, durch das ständige Reinigen ist echt mega kalt. Ja, wie gesagt, der pH-Wert hier ist, also hier unten, er ist zu hoch, hätte ich jetzt nicht gedacht. Ich war mir jetzt eigentlich ziemlich sicher, dass er relativ tief ist. Ich hätte jetzt mal mit so 5 gerechnet, weil wir hier doch immer wieder mal ein bisschen Moos drin haben. Wir gehen jetzt mal hoch, schauen oben noch den pH-Wert an und dann kommt ein kleines Zwischenfazit, was man machen kann, beziehungsweise was ich hier auch empfehle. Ja, wir sind jetzt im oberen Bereich. Ich habe jetzt den Rasen hier auch mal ausgestochen. Wir haben hier den gleichen, der ist ein bisschen sandiger. Er sieht ein bisschen besser aus. Hier sieht man sogar Sand. Also er sieht ein bisschen besser aus. Es ist trotzdem noch ein relativ schwerer Boden, aber schon deutlich luftiger. Er ist jetzt auch nicht so matschig wie unten. pH-Wert, hier sieht man 5,5, zeigt das Amazon-Gerät an. Also hier ist er etwas, laut diesem Gerät, etwas weiter unten. Ich habe generell immer festgestellt, dass dieses Gerät so 0,5 bis 1 weniger anzeigt, wie das es tatsächlich ist, auch bei mir. Aber wie gesagt, es ist nur ein Richtwert. Das Teil kostet 20, 25 Euro, ist okay. Ja, gut, dann messe ich hier mal relativ nah an dieser Stelle. Messe ich mal mit dem Profi-Gerät und schauen wir mal, was wir hier haben. Ja, hier haben wir den gleichen Wert. Hier haben wir 7,6. Ja, da zeigt der hier jetzt schon deutlich was anderes an. 7,6. Messen wir noch an einer anderen Stelle. Nochmal reinigen. Und dann schauen wir uns da auch nochmal an. Ja, 7,3. Also 7,4, 7,3. Also es ist wirklich relativ gleich wie unten auch. Der pH-Wert ist mit über 7. Er ist einfach zu hoch. Er muss runter. Wie gesagt, wir haben aber auch Moos drin. Und das ist eigentlich dann jetzt kein Indiz. Moos ist dann eher ein Indiz für Nährstoffmangel. Genau, aber da ist jetzt die Frage, was kann man tun, um den pH-Wert zu senken? Ja, ich habe es angesprochen, wir haben einen zu hohen pH-Wert. Das bedeutet, es liegt nicht am pH-Wert, dass wir Moos haben, es liegt daran, dass wir einen Nährstoffmangel haben. Moos ist eigentlich ein Anzeichen, dass einfach zu wenig Nährstoffe im Rasen drin sind. Der Rasen kann sich nicht wehren, er hat zu wenig Nährstoffe. Rasen braucht deutlich mehr Nährstoffe als Moos und somit kann sich Moos ganz leicht ausbreiten. Und wenn man das Ganze mal genauer anschaut, dann wird uns hier auffallen oder ist mir aufgefallen, dass das Moos immer im Randbereich ist. In der Mitte sieht der Rasen echt gut aus, er ist auch deutlich dichter als am Randbereich. Und das liegt einfach daran, dass wir am Randbereich, in jedem Bereich hier, komplett überall eine Hecke haben mit unterschiedlichen Pflanzen. Wir haben auch generell Zierpflanzen drin, wir haben kleine Bäume drin etc. Auch im unteren Bereich ist es genauso. Und diese Sträucher, Bäume, diese Hecke, die zieht einfach dermaßen viel Nährstoffe aus dem Rasen raus, sodass es dem Rasen einfach nicht reicht, sich ordentlich zu wehren bzw. sich auszubreiten. Deswegen muss hier ganz klar am Randbereich mehr und intensiver gedüngt werden, damit das Gras sich auch wehren kann, ausbreiten kann und dann entsteht auch schon gar kein Moos. So, fassen wir nochmal zusammen. Das heißt, wir haben hier einen Rasen, der eigentlich sehr gut gepflegt ist und relativ gut gepflegt wird. Mal hier, mal da etwas Moos hat. Der Rasen ist relativ dicht. Er ist schön für die Jahreszeit sehr gut gepflegt, würde ich sagen. Das ist alles in Ordnung. Jedoch ist der pH-Wert deutlich zu hoch. Für einen schweren, lehmigen Boden sollte er 6,5 im Idealbereich haben. Wir haben hier zwischen 7,3, 7,4, 7,5. Also wir sind deutlich zu hoch. Wir sind ca. 0,8 bis fast 1 pH-Wert zu hoch.
So, wenn ihr jetzt, fangen wir mal weiter unten an, wenn sich jetzt herausgestellt hätte, dass wir einen zu geringen pH-Wert haben, dann ist es eigentlich ideal, wenn ihr kalkt. Das ist das Einfachste. Einfach Kalk drauf, dann steigt der pH-Wert. Da wir aber einen zu hohen pH-Wert haben, müssen wir schauen, dass wir runterkommen. Das bedeutet, wir haben jetzt mehrere Möglichkeiten. Ich gehe jetzt aber mal auf 2 Möglichkeiten ein. Möglichkeit Nummer 1 wäre, dass wir hier mit einem relativ starken Eisensulfatdünger, dass wir hier den pH-Wert drücken. Dadurch verschwindet auch das Moos. Das bedeutet, Eisensulfat gibt es Dünger, wir verlinken euch auch alles unten in der Videobeschreibung, gibt Dünger, ganz normale Dünger, die gegen Moos sind und die haben relativ viel Eisensulfat drin. Da stirbt das Moos ab und das senkt den pH-Wert relativ schnell. Innerhalb von 1-2 Wochen fällt der pH-Wert schon runter. Das Problem ist aber, wenn ihr zu viel von diesem Dünger ausbringt, durch den hohen Eisensulfatgehalt, kann auch euer Rasen relativ schnell verbrennen, kaputt gehen. Und wenn ihr es bei kalten Temperaturen ausbringt, so wie jetzt zum Beispiel, dann wird euer Rasen relativ dunkel, zu dunkel, verätzt und kann auch Schaden nehmen. Da ist wirklich höchste Vorsicht geboten. Zweite Möglichkeit, was ihr noch machen könnt, wäre eine sehr langfristige, langwirkende und langwierige Senkung vom pH-Wert. Und zwar die Ausbringung von Schwefellinsen. Das sind so Schwefellinsen, die sind ungefähr so groß. Die bringt ihr aus und das wirkt sich nicht sofort aus, sondern eher über Wochen und sogar Monate und ist eine sehr schonende Senkung vom pH-Wert. Das wäre jetzt meine Empfehlung. Das würde ich jetzt auf meinem Rasen einsetzen. Da hier, mal dort etwas Moos zu finden ist, empfehle ich hier die Ausbringung von beidem. Ich würde jetzt hier Eisensulfat ausbringen, auch gleichzeitig als Stärkung zum Gras. Da ist ein bisschen Stickstoff mit drin bei dem Dünger, den wir empfehlen. Und würde aber dann nur einen minimalen Anteil nehmen und der Rest würde ich jetzt persönlich mit Schwefellinsen machen, um einfach eine gleichmäßige, kontinuierliche Senkung zu bringen und beziehungsweise zu wirken. Und da würde ich dann auch regelmäßig jetzt messen. Also ich würde jetzt hier alle 6 Wochen mal messen, mal kontrollieren und dann begutachten und dann eventuell nochmal Schwefellinsen draufpacken. Jetzt kam zum Schluss doch noch die Sonne raus. Es wird etwas wärmer, aber mir ist trotzdem mega kalt. Ich habe kalte Füße, kalte Hände. Ich habe keine Haare auf dem Kopf, ich habe keine Mütze auf. Deswegen machen wir jetzt Schluss. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Wenn Fragen sind, einfach in die Kommentare. Alle Pflegepläne, alle Werkzeuge, Materialien unten in der Videobeschreibung. Wir sehen uns nächsten Sonntag. Bis dann. Ciao.